Wir befinden uns heute hier im Nordkopf vom neuen Stuttgarter Hauptbahnhof und schauen uns heute das Masse-Feder-System an. Direkt über uns befindet sich die Heilbronner Straße. Dann ein bisschen weiter befindet sich die DB-Direktion und dann geht es dann natürlich hinten in den Tunnel, wo dann auch die Weinberge oben drüber sind. Und wenn dann später der Zug fährt, entstehen dann Schwingungen, die dann in das Gleis und den Oberbau, die feste Fahrbahn, eingetragen werden. Würden wir jetzt kein Masse-Feder-System haben, würden wir die an den Tunnel weitergeben. Damit man das nicht hat, bauen wir eben Lager ein und trennen den Oberbau vom Tunnelgebäude. Und wenn der Zug drüber fährt und das Masse-Feder-System richtig eingestellt ist, tut es die Schwingungen, die bei Zugüberfahrt eingetragen werden, eben isolieren. Und außen bekommt man eigentlich gar nichts mit. Ein Masse-Feder-System ist aus zwei Elementen aufgebaut, einer Masse und einer Feder. Man sieht hier die Schiene und die feste Fahrbahn, also der Oberbau, stellen die Masse dar. Und unten drunter ist dann die Feder, das Lager, eingebaut und trennt dann eben die Fahrbahn vom Tunnel. Ich stehe hier in einer Revisionsöffnung. Die sind dafür da, dass wir in der Bauphase die Lager unter den Oberbau einbringen können. Also sozusagen die Feder unter die Masse schieben. Das funktioniert folgendermaßen. Wir haben hier eine Aussparung für eine Presse. Da wird eine Presse reingeschoben. Der ganze Oberbau wird angehoben und wir schieben dann das Lager, also die Feder, unter die Masse, unter die Fahrbahn. Wenn alle Lager eingebracht sind, dann senken wir die Presse wieder ab. Und der Oberbau liegt dann nur noch auf diesen Lagern und ist dadurch vom Tunnel komplett isoliert. Die Revisionsöffnung ist natürlich auch zur Wartung da. Es funktioniert genau wie der Einbau. Das heißt, ich baue eine Presse wieder ein, hebe das System an, schaue mir die Lager an, dann durch die Presse wieder absenken, baue die Pressen wieder aus und das war's. Also genauso wie wir hier im Nordkopf ein Masse-Feder-System haben wir auch drüben im Südkopf natürlich ein Masse-Feder-System. Da verbauen wir verschieden wirksame Masse-Feder-Systeme. Das liegt einfach daran, wie viel Abstand ich vom Tunnel zur Bebauung oben habe. Hier ist die Überdeckung natürlich sehr gering. Die DB-Direktion liegt nämlich direkt auf dem Tunnel auf. Das heißt, ich habe im Endeffekt gar keinen Boden dazwischen. Das heißt, ich habe hier ein schweres Masse-Feder-System. Weiter Richtung Bahnhofshalle oder im Tunnel habe ich natürlich ein etwas leichteres Masse-Feder-System, weil eben die Überdeckung ein bisschen größer ist und damit auch die Dämpfung durch den Boden. Das Masse-Feder-System bewirkt natürlich, dass Schwingungen, die bei der Zugüberfahrt in den Oberbau eingetragen werden, erst gar nicht an die Tunnelwand und dann an die Bebauung oben drüber abgegeben werden, sondern isoliert diese Schwingungen gleich, eben, dass keine Erschütterungen oben zu spüren sind.